Guten Morgen hier aus Karimabad, dem Hunza-Tal in Pakistan. Was für ein Paradies bitte, Leute. Ihr habt gestern das Video gesehen. Es ist unglaublich schön hier. Wir haben jetzt ganze 2 Nächte hier verbracht und uns ein bisschen das Tal angeschaut und generell so ein bisschen das Drumherum, was es noch zu sehen gibt. Denn hier gibt es noch weitere Täler, in die man reinfahren kann. Ich habe ja noch mein Motorrad reparieren müssen. Was mir gestern an Gastfreundlichkeit widerfahren ist unglaublich. Schaut da auf jeden Fall mal hier oben auf dem i vorbei. Da kommt ihr zum Video. Heute ist also der 2. Tag unseres Motorrad-Roadtrips durch den Norden von Pakistan, genauer gesagt durch die Region Gilgit-Baltistan. Wunderschön hier, Leute. Und wir werden heute an einem See vorbeikommen, der zu einem der schönsten der Welt gehört. Ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen, denn, naja, ohne das Böse zu meinen, wir sind in Pakistan und irgendwie habe ich vom Bild her alles andere als einen glänzenden blauen See vor mir, wenn ich an Pakistan denke. Also ich lasse mich mal überraschen und ihr euch wahrscheinlich auch. Dann sehen wir uns auf dem Motorrad wieder, denn heute geht es hoch bis nach Passu, über 150 Kilometer auf dem Motorrad. Wir werden an diesem See halten und mal schauen, was uns noch so erwartet. Ich erwarte auf jeden Fall sehr, sehr krasse Landschaften. Also viel Spaß mit dem Video und los geht's. Okay Leute, es geht los. Die Sachen sind gepackt, auf dem Roller geschnallt, sollte also halten. Neue Zündung, neue Schlüssel, let's go. Leute, wir mussten hier kurz anhalten. Wir sind gerade diesen 2 Kilometer langen Tunnel gefahren. Der war komplett dunkel. Richtig, richtig krass. Das Licht vom Motorrad ist echt so schwach, dass man kaum was sehen konnte. Mega heftig. Aber noch viel heftiger ist das, was ihr jetzt sozusagen im Hintergrund habt. Ich muss mich mal umdrehen. Das ist, glaube ich, der krasseste See, den ich je gesehen habe. Schaut euch diese Farbe an. Dieser Ort hier ist so surreal. Hier überall sind karge, trockene Felsen. Und Erdrutsche überall mit riesigen Brocken, die 5, 6 Meter groß sind und mehrere Tonnen wiegen. Keine Ahnung wie viel. Und dann ist hier einfach dieser See. Und ich kann euch sogar sagen, wie der entstanden ist. Eigentlich wäre hier ein ganz normales Tal mit einem Fluss. Doch da hinten gab es einen Erdrutsch vom alten Karakorum Highway. Also diese Tunnel wurden erst neu gebaut. Ja, und jetzt hat sich das Wasser eben aufgestaut und hat so eine unglaublich krasse Farbe. Also, ja, ich finde das mega heftig und ich glaube, ich will auch erstmal die Drohne steigen lassen, um euch das nochmal von oben zu zeigen. Ich glaube, das sieht auch nochmal mega, mega heftig aus. Leute, wir müssen ja alle paar Minuten am Straßenrand anhalten, weil es einfach so eine krasse Landschaft die das mal ist. Hinter jeder Ecke wechselt sie sich ab und hier ist gerade ein Fluss, der ist total grau und dieser Fluss wird zum Attabat Lake. Genau diese Farbe, die ihr vorhin gesehen habt. Mega krass. Hier ist die Farbe halt noch so grau, weil immer wieder Gestein in den Fluss reinbröckelt und gelöst wird und dadurch ist es kein klares Wasser. Und im See staut sich das halt und dadurch wird das Wasser klarer. Und guckt euch mal die Mountain Range da hinten an. Wie krass sieht das bitte aus? Leute, schaut euch das an! Oh, du bist ja nass.
So. Wie lange wurde der denn nicht erwischt? So Leute, wir sind angekommen. Das ist unsere Unterkunft. Das hier ist sozusagen die Rezeption. Hier stehen unsere Bikes und direkt das ist unsere Hütte mit so krassen Bergen im Hintergrund. Und nicht nur, dass hier absolut nichts los ist, es sind übrigens noch 120 Kilometer bis China, sondern auch diese Bergkette, die schon so oft jetzt auf dem Motorrad gefilmt hat auf dem Weg hierher. Es ist einfach unglaublich krass. Ich liebe es hier. So, das ist unsere Unterkunft für die Nacht. Was sagst du? Sieht echt nice aus, oder? Zu dritt geteilt, 7 Euro die Nacht. Kann man nichts falsch machen. Ja, also hier, das ist der Garten. Das ist übrigens der super süße Hund. Ja, und dann hier drin sieht das doch ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. Hier wird dann noch eine Matratze für mich reingelegt. Nice View. Hier gibt es einen kleinen Schrank und natürlich noch ein Bad. Yay! Ich kann es einfach kaum fassen, wie krass das hier aussieht. Ich dachte schon, in Gilgit wäre es krass oder auch in Karimabad, aber es wird, je weiter man nach Norden fährt, einfach noch krasser. Und ich übertreibe nicht, das ist wirklich atemberaubend, gerade wenn die Sonne so die Berggipfel trifft und jetzt wird es langsam dunkel hier. Ich glaube, wir haben es jetzt so 17 Uhr. Ja, 17:16 Uhr. Leute, das ist so ein langer Traum, der endlich in Erfüllung geht. Ich freue mich so. Aber jetzt gehen wir auch erstmal was essen, denn ich habe mega Hunger. Wir fahren also wieder zurück in die Stadt Passu. Das ist sozusagen ein kleiner Außenposten davon. Und essen da. Ja, die Pakistanis fahren gern auf den Dächern von Autos und klatschen und lachen und machen Musik. Mega, ich habe jetzt auch richtig Hunger, also let's go, noch mal kurz auf dem Bike und dann sollten wir einen richtig geilen View auf dem Gletscher haben, vom Restaurant aus. Wir sind jetzt hier in dem Restaurant angekommen, haben hier schon grünen Tee bekommen. Da fehlt natürlich noch ein bisschen Zucker. Und als Vorspeise haben wir hier Apricot Cake. Ja, das schmeckt echt gut, ne? Voll gut, brauchen wir mehr. Willkommen zurück, Leute. Wir haben es jetzt schon etwas später, denn ich habe mich noch ein bisschen mit 3 Pakistanis aus Karachi, also ganz im Süden von Pakistan, verquatscht. Die haben mir ein bisschen was von ihrer Tour erzählt, denn die sind mit dem Auto 4 Tage lang bis hoch nach Gilgit-Baltistan gefahren, über 2500 Kilometer. Wow, und das auf pakistanischen Straßen, also die ich bisher kennengelernt habe. Krasse Leistung auf jeden Fall, die waren super nett und haben mich nach Karachi eingeladen. Ich weiß noch nicht, ob ich es bis dahin schaffe, aber es ist ja nie schlecht, Kontakte zu haben und die haben mich noch aufs Essen eingeladen, denn ich saß noch in diesem Public Space, wo man sich so hinsetzen kann, Tee trinken kann. Da habe ich meine ganzen Daten importiert für die letzten Videos und ja, das war auf jeden Fall noch ein richtig cooles Gespräch und generell der heutige Tag war einfach mega heftig. Also allein dieser Atabat Lake, was soll ich dazu sagen? Ihr habt die Bilder gesehen. Ich glaube, das ist ein Statement für sich. Also ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr in Pakistan seid, schaut euch natürlich auch den Atabat Lake an. Und generell war die Strecke heute einfach super schön, weil es einfach mal 150 Kilometer die ganze Zeit einfach fahren war. Also ich habe mich wirklich mittlerweile ins Motorradfahren verliebt und genieße das auch total. Und ich könnte einfach noch viel länger drauf sitzen. Aber es ist natürlich auch immer wieder schön anzuhalten, so wie heute beim See oder auch ab und zu kleinere Stops zu machen. Das ist ja das Geile, man hat einfach so Zeit für sich und kann jederzeit sagen, okay, hier will ich jetzt bleiben. Das war es auf jeden Fall vom heutigen Tag. Schaltet auf jeden Fall wieder morgen ein und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte des Displays meinen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Reisevideos mehr. Links und rechts davon verlinke ich euch einmal meinen letzten Weltreise-Vlog und meine ganze Weltreise-Video-Playlist mit allen Videos meiner bisherigen Weltreise. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.